Hier im Bereich 8 unserer Ausstellung soll es um einige Orte und Geschichten gehen, teilweise auch von Personen, die man wirklich historisch kennt und wo man sagen kann, die haben tatsächlich gelebt und haben uns etwas von ihrer persönlichen Pesterfahrung hinterlassen. Solche persönlichen Namen oder persönliche Namen überhaupt von Pestopfern gibt es relativ selten, gerade aus der frühen Zeit. Später werden sie etwas häufiger. Wir haben hier zum Beispiel den Grabstein der Mary Godfrey, die während der großen Pest von London 1665 verstorben ist und tatsächlich noch einen individuellen Grabstein bekommen hat. Zur gleichen Pestwelle zählen auch die beiden einfacheren provisorischen Grabmarkierungen daneben, die vermutlich bis zur Erstellung eines wirklichen Grabsteins eben ein Grab markiert haben. Sie stammen aus dem mittelenglischen Dorf Eyam, dazu kommen wir nachher in der Abteilung noch, da wird dann noch etwas mehr dazu erzählt. Wir haben hier, wie gesagt, verschiedene Orte über Europa verstreut, die wir hier vorstellen wollen. Das erste wäre Siena, die mittelitalienische Stadt, aus der eine reiche Überlieferung auch aus der Pestzeit vorliegt. Jetzt nicht nur an Wirtschaftsdaten, wie schlimm die Pest die Handelsmetropole getroffen hat, sondern auch persönliche Zeugnisse, wie zum Beispiel von Agnolo de Tura, der wirklich erzählt, was die Gesellschaft durchmacht, was er persönlich durchmacht, dass er seine Kinder mit eigenen Händen begraben musste. Also wirklich eine stark gebeutelte Person. Wir haben aus dem italienischen Bereich auch zum Beispiel diese wunderbare Handschrift, jetzt leider nur als Faksimile noch hier, eigentlich eine Handschrift der göttlichen Komödie, aber dort ist als Kolophon, also als Schlusssatz eingefügt, dass diese von einem gewissen Tommaso geschrieben wurde, der eben dann im Jahr der Pest verstorben ist, im Alter von 19 Jahren. Also so ein persönliches Zeugnis aus der ersten Welle der Pest vom Schwarzen Tod ist doch etwas ganz Besonderes und macht auch dieses Werk natürlich dann noch einmal über seinen Inhalt hinaus wichtig. Wir haben in unserer Region hier in Westfalen eine deutlich weniger große Schriftüberlieferung. So ist zum Beispiel von dem ersten großen Pestausbruch in Münster oder auch in Dortmund sehr wenig bekannt. Manchmal sind es auch einfach nur einzelne Sätze, wo dann steht, es gab ein großes Sterben. Oder im Jahr 1350 sind so und so viele Leute letztendlich verstorben. Also wesentlich weniger Schriftlichkeit eigentlich hier nördlich der Alpen als schon südlich der Alpen ausgeprägt, was sich in den nächsten Jahrhunderten aber natürlich noch ändern wird. Hier haben wir mal eines der ganz wenigen Exponate aus dem osmanischen Bereich, also aus einem anderen Kulturkreis, der natürlich aber auch ganz stark von der Pest betroffen war. Das hier stammt aus dem Bayerischen Nationalmuseum und ist ein vergoldeter Anhänger, der eben wirklich Schutzsprüche gegen die Pest enthält, religiöse natürlich, auf beiden Seiten. Möglicherweise einmal in großer Stückzahl hergestellt, es ist also nicht besonders aufwendig, aber bis heute erhalten ist das anscheinend das einzige Exemplar, also auch hier anderer Kulturkreis, aber die gleichen Probleme natürlich und auch die gleichen Versuche, sich auch in religiöser Art der Pest zu erwehren. Die Handelsmetropole aus Nordrhein-Westfalen war damals sicherlich eben Köln, eine der größten Städte im Reich. Und da haben wir auch ein ganz persönliches Zeugnis, zum Beispiel über das Tagebuch bzw. die Lebensbeschreibung des Hermann von Weinsberg, der auch die Pest zu seiner Zeit beschreibt, eben welche Auswirkungen das für ihn persönlich hat, auch dass er sich zum Beispiel schlecht fühlt und dann seinen Urin zum Arzt schickt, weil er Angst hat, das könnte die Pest sein, der auch die Auswirkungen auf das soziale Leben in der Stadt Köln beschreibt. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Quelle für die Pest in Köln im 16. Jahrhundert ist. Bestimmt die berühmteste Pest der Neuzeit ist die große Pest von London 1665. In vielen Werken wird sie wiedergegeben. Es gibt verschiedene Zeugnisse davon und auch dort wieder einen Tagebuchschreiber, Samuel Pepys, der uns eben von der Zeit der Pest in London berichtet. Wir haben hier aus dem Museum of London einige Exponate dazu. Das sicherlich unscheinbarste, aber ein spannendes Objekt ist dieser Lockenwickler und das hat eben genau die Verbindung zu dem Tagebuch von Samuel Pepys, wo er beschreibt, dass er die Sorge der Menschen gehört hat, dass sie eben die langen Perücken, die damals üblich waren, nicht mehr tragen wollten, vielleicht eben, weil diese aus Haaren anderer Menschen gemacht wurden und die ja möglicherweise auch an der Pest erkrankt waren. Und deswegen befürchtet, dass diese Mode ausstirbt. Das hat sich nicht bewahrheitet, aber der Lockenwickler könnte zumindest für diese Geschichte einmal stehen. Davor dieser wunderbare Löffel, ein zeitgenössisches Exemplar, in dem aber die Gesamtzahl, die offizielle Gesamtzahl der Pestopfer von London eingraviert ist, also ein Erinnerungsstück
an diese Katastrophe bereits aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben schon an anderer Stelle gehört, dass eben die Ärzte empfohlen haben, die Miasmen, also die schlechten, krankmachenden Lüfte zu vertreiben, zum Beispiel durch Verbrennung von wohlriechenden Kräutern. Deswegen hier auch nochmal aus London dieses Räuchergefäß, diesmal aus Ton, nicht wie die Metallpfanne, die wir vorhin gesehen haben, aber auch eben zum gleichen Zweck. Und auch da gibt es im Tagebuch von Samuel Pepys beziehungsweise auch in dem Bericht von Daniel Defoe eben auch genug Beschreibungen, wie das Feuer und wie die Räucherung letztendlich eingesetzt worden sind in London. Es gibt natürlich nicht nur in den großen Städten die Pest, auch wenn sie dort natürlich besonders viele Opfer fordern kann, weil eben sehr viele Menschen auch unter engen und schlechten hygienischen Bedingungen zusammenwohnen. Aber natürlich auch auf den Dörfern grassiert die Seuche. Wir haben hier eine Trage aus dem Dorf Niederzimmern bei Erfurt. Sie wird als Pesttrage überliefert. Das genaue Alter ist jetzt nicht festzustellen, aber es ist eindeutig eben eine Trage, mit der Särge zum Friedhof gebracht wurden. Und Niederzimmern hat eine auch besonders tragische Geschichte, weil während der Pest 1682 dieses Dorf komplett abgeriegelt wurde von der Außenwelt durch militärische Posten, wenn man verhindern wollte, dass das nahe Erfurt oder andere Orte eben von der Pest auch heimgesucht wurden. Es gibt einen Plan, der von der erhalten ist, der auch die einzelnen Abteilungen vorsieht, wo welcher Soldat zu stehen hat und das Dorf zu bewachen hat. Und die Bewohner wurden also gegen ihren Willen eingeschlossen. Das Ganze hat nichts geholfen. Die Pest ist auch nach Erfurt gekommen. Aber aus dieser Zeit soll eben diese Totentrage stammen, die noch heute in der Kirche des Ortes aufbewahrt wird. Auch eine Isolationsgeschichte, aber genau andersrum, eben im Dorf Eyam in Mittelengland. Auch dorthin kam die Pest aus London 1665, aber dort hat mit dem Einfluss der dortigen Geistlichen der Ort beschlossen, sich selbst zu isolieren. Das heißt, er hat sich freiwillig in Quarantäne begeben, hat alle Verbindungen zu den umliegenden Dörfern, die noch nicht von der Pest befallen waren, gekappt und hat sich sozusagen geopfert, also hat hohe Opferzahlen in Kauf genommen, um eben die Nachbarn zu schonen. Damit das Leben trotzdem weitergehen konnte, gab es Übergabestellen für Lebensmittel und Medikamente. Da haben wir einmal hier diesen Grenzstein, der heute auf einem Acker an der Grenze des Dorfes noch zu finden ist. Hier eine Kopie, in dessen Oberfläche Löcher eingearbeitet wurden und dort wurden Münzen hineingelegt in Essig, um sie zu desinfizieren und damit eben Waren zu bezahlen, die andere aus den umliegenden Orten eben neben diesem Stein deponiert haben, damit eben diese weiter nach ihm kommen konnten und die Leute, die dort eben nicht von der Pest befallen waren, auch weiterhin überleben konnten. Aus dieser Zeit der großen Pest von England haben wir auch noch einen kleinen Kinofilm, den wir hier zeigen und den man dann eben auch noch betrachten kann. The Periwig Maker, der Perückenmacher, der auch ganz das dramatische Geschehen eben zu der Zeit thematisiert. Eine der letzten großen Pestwellen auf dem europäischen Kontinent ist die sicherlich von Moskau, Ende des 18. Jahrhunderts. Dafür haben wir hier einige auch religiöse Stücke ausgestellt, besonders diese Ikone, diese Marienikone. Eine ähnliche Ikone soll es nämlich auch gewesen sein, von der die Leute damals in Moskau Hoffnung auf Erlösung schöpfen konnten. Also sie haben sie angebetet, sie hing öffentlich aus und genau diese Ikone hat dann der Erzbischof von Moskau entfernen lassen, weil er eben Sorge hatte, ganz in aufgeklärter Manier, dass eben die großen Menschenmassen, die sich dort versammelt haben, auch die Pest letztendlich weitertragen und einer den anderen ansteckt. Das haben die Leute aber so interpretiert, dass man ihnen quasi die letzte Hoffnung nehmen wollte, dass man ihnen die Hoffnung durch diese Ikone nehmen wollte und haben dann letztendlich den Erzbischof auch ermordet. Das Ganze wurde militärisch nachher niedergeschlagen, das heißt, die Pestrevolte ist dann versandet, aber die Pest ist auch danach nicht noch einmal nach Moskau gekommen. Für den westeuropäischen Bereich ist die letzte große Pest die von Marseille 1720/22. Damals kam ein Handelsschiff nach Marseille und hat eben in seinen Waren die Pest mitgebracht. Hier haben wir einmal ein Stück aus der Ladung dieses Schiffes, ein Stück Asche, das für die Seifenproduktion benutzt wurde. Das Ganze hat auch nochmal in Europa großes Aufsehen erregt, also auch in den Bereichen, wo die Pest eigentlich seit längerer Zeit schon nicht mehr war. Man hatte doch noch Sorge, deswegen auch ein Edikt aus dem
aus der Pfalzgrafschaft bei Rhein, das eben verfügt, dass die Grenzen geschlossen werden, dass Handelsprodukte aus Marseille eben besonders untersucht werden sollen. Also ganz besondere Sicherheitsmaßnahmen noch einmal. Diese Pest hat auch viele 10.000 Opfer gefordert und war besonders tragisch eben für die Provence und für Marseille. Darüber hinaus ist sie aber nicht weitergedrungen, dank der rigorosen Maßnahmen der Abkapselung dieser Bereiche eben durch die französische Regierung. Und dazu haben wir noch einige andere Objekte etwas außerhalb von diesem Raum, da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Ja, da sind wir jetzt auch schon in unserem Marseille-Raum, also dem Extrateil der Ausstellung, der die letzte große Pest in Westeuropa thematisiert, nämlich die Pest von Marseille 1720 bis 22. Ich stehe hier vor einer Reproduktion 1:1 des Monumentalgemäldes, das eben zu dieser Pest entstanden ist, wo man wirklich auch die Auswirkungen dieser Krankheit in der Stadt sehen kann. Also wirklich haufenweise die Kranken, auch viele Tote, die Offiziellen und die Priester, die halt versuchen, der Situation Herr zu werden. Das Ganze eben in dieser Prachtkulisse des Cours von Marseille. Und in der monumentalen Größe, in der es gemalt wurde, sicherlich auch etwas ganz Besonderes, dass so ein schreckliches Thema eben in dieser Größe dargestellt wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Künstler auch selber Gesundheitskommissar in Marseille war und deswegen natürlich auch exklusiven Zugang zu solchen Bildern, kann man schon sagen, zu solchen Informationen für dieses Bild hatte. Was war genau passiert in Marseille? Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, es geht um ein Handelsschiff, das eben nach Marseille kommen sollte, die Grand Saint-Antoine, die im Jahr zuvor ausgelaufen war, um an der Levante, also im östlichen Mittelmeer, mehrere Häfen anzulaufen und dort Waren zu kaufen, unter anderem Asche, aber auch Tuche natürlich. Das ist in diesen Bildern hier einmal ganz schön dargestellt. Das Auslaufen des Schiffes, dann die Tour letztendlich durch das östliche Mittelmeer, also verschiedene Häfen in heutigen Syrien und Palästina, wo eben diese Waren gekauft wurden. Und auf der Rückfahrt erkrankt dann ein Passagier an der Pest. Es wird allerdings nicht direkt geschrieben, dass es die Pest war. Man versucht auch in Livorno in Italien einen Attest zu bekommen, dass es eben gerade nicht die Pest ist, die an Bord ist, kommt dann nach Marseille und wird nach den strengen Quarantänevorstellungen dort eben auch gleich in eine extra Bucht auf einer Insel, auf einer Quarantäneinsel gelotst und da muss man erstmal seine Gesundheitspässe vorzeigen, die natürlich dann manipuliert sind schon ein wenig und letztendlich haben der Eigner und der Kapitän des Schiffes schon Interesse daran, möglichst schnell aus dieser Quarantäne rauszukommen, weil eben eine große Handelsmesse ansteht und dort eben die Waren auch gewinnbringend verkauft werden sollen. Das heißt, man unterläuft durch gefälschte Papiere die Quarantäne. Einige der Waren dürfen bereits an Land und das ist natürlich dann die Katastrophe, weil die Leute, die sie transportieren, natürlich dann auch die Pest bekommen und diese in die Stadt bringen. Hier einmal dargestellt eben in Form einer großen Krake, die über die Stadt Marseille hineinbricht. Das Schiff wird natürlich als der Pestbringer identifiziert und dann nachher auch aus Vorsorgemaßnahmen versenkt. dass es also jahrhundertelang eben auf dem Meeresgrund lag. Und da, wo es letztendlich versenkt wurde, hat man es auch dann in den 1980er Jahren gefunden und untersucht. Deswegen hier einmal auch die Taucherausrüstung in der Vitrine, die damals der Grabungsleiter genutzt hat. Es gab über Monate verschiedene Tauchgänge, wo eben nach und nach das Wrack freigelegt wurde, untersucht wurde, gezeichnet wurde nach archäologischen Methoden natürlich, sehr wissenschaftlich auch, und dann einige Objekte auch an die Oberfläche geholt werden konnten, wie der Aschebrocken, den ich vorhin gezeigt hatte, aber auch natürlich persönlichere Gegenstände der Matrosen, überhaupt der Besatzung, aber der Anker sicherlich das größte Objekt. Und es ist natürlich auch etwas, was sehr selten ist, dass man wirklich sagen kann, auf genau diesem Wege ist eine Stadt von der Pest befallen worden. Den Anker, den haben wir bei uns als Eingangsobjekt im Foyer stehen. Das größte Exponat und das schwerste Exponat der Ausstellung, das eben hier die Besucher empfangen hat. Etwa 1 Tonne schwer, über 3 Meter lang, einer der mehreren Anker dieses Handelsschiffes. Also wirklich ein gutes Zeichen eben dafür, wie groß auch dieses Schiff gewesen ist, was damals die Pest nach Marseille gebracht hat. Ja, und damit sind wir hier wieder im Foyer unseres Museums und haben die Sonderausstellung in einem kurzen Weg durchlaufen. Wir versuchen noch weitere Informationen, auch detailliertere Informationen zu den einzelnen Abteilungen
auch noch bereitzustellen. Das wäre jetzt erstmal so die grobe Übersichtsführung. Ich hoffe, es hat einige Informationen rübergebracht und wie gesagt, wenn Ihr Lieblingsobjekt oder das Objekt, über das Sie etwas mehr erfahren wollten, nicht dabei war, hoffen wir, das jetzt in den nachfolgenden Videos noch behandeln zu können. Vielen Dank.